Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und ich möchte euch heute zeigen, wie man Maschen in der Mitte oder auch am Ende von Strickstücken aufschlingt und wie man dann aus der anderen Seite die Maschen wieder aufnimmt. Das gibt dann eine solche, nennen wir es mal Naht, ne? Hier, die ist nahezu unsichtbar, also hiervon sieht man jetzt an der Stelle gar nicht ganz so viel. Und wenn ich euch das mal aufklappe, hier, dann erkennt ihr auch unseren aktuellen Knit-Along. Und das kann man beispielsweise machen, diese Technik. Wenn ich das jetzt mal hier zusammenklappe, dann seht ihr, dann kann das ein Pulli sein, bei dem hier der Ärmel aus der Seite erscheint. Oder ich kann es auch andersrum machen. Wenn ich beim Ärmel anfange, dann ist das hier das Seitenteil, was ich anstricke. Und das kann ich komplett machen ohne Nähen, nämlich mit dieser Technik des Aufschlings. Und wenn ihr wissen wollt, wie das jetzt gemacht wird, dann bleibt einfach dran. Und ich zeige es euch. Um Maschen anschlingen zu können, irgendwo am Ende oder mittendrin, braucht ihr euer Strickstück, bei dem ihr anschlingen wollt. Ihr könnt es hier irgendwo in der Mitte machen. Beispielsweise benutzt man das, wenn man quer gestrickte Pullis macht. Das könnte hier auch ein Ärmel sein, der rund gestrickt ist, und dann wollt ihr die Maschen für die Seite aufnehmen. Oder wenn ihr Pullis von unten strickt, dann wäre das jetzt hier mal der Pulli von unten und ich will jetzt hier Ärmel aufnehmen. Der könnte auch rund gestrickt sein, ne? Also es könnte hier auch durchaus eine Runde sein. Dann kann ich damit meine Ärmel zur Seite aufnehmen. Bei den quergestrickten ist es das Unterteil, oder manchmal braucht man ja für andere Sachen wie für Tücher oder so Maschen, die man hier an der Seite zunimmt, und zwar mehrere. Und das geht beispielsweise mit Aufschlingen. Andere Methoden dazu findet ihr hier auch im Kanal. Das sind Maschen, die man am Ende von Strickstücken zunimmt. Ich mache es hier mal heute in der Mitte als Beispiel für einen quer gestrickten Pulli. Ich habe hier 20 Maschen in unserem Beispiel und das heißt, ich mache das in der Mitte. Das wäre dann beispielsweise ein quer gestrickter Pulli, den wir hier machen, für den ich die Seiten aufnehme. So, und da stricke ich mich erstmal bis dahin. Ich könnte das auch bis zum Ende machen und dann 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 und auch am Ende machen. Ich bin jetzt hier in der Mitte und da will ich hin. So, jetzt will ich meine Maschen anschlingen. Das heißt, die eine Nadel ziehe ich raus. Und um die Maschen anzuschlingen, lege ich den Daumen hier drauf auf den Faden und ziehe mir hier mit dem Daumen eine Schlaufe hoch. So, und diese Schlaufe nehme ich von vorne weg, als würde ich jetzt hier quasi einen Anschlag machen wollen. Das heißt, ich gehe von vorne nach hinten in diese Schlaufe und lasse die Schlaufe dann hier drauf fallen und ziehe sie fest. Nochmal, Daumen hier drauf, nach vorne wegziehen, drehen, dann habt ihr hier diese Kreuzung. Und da kann ich reingehen und mir das auf die Nadel nehmen und festziehen. Nochmal Daumen drauf, durchziehen. Dann ist hier die Kreuzung. Ich gehe von unten nach oben in diesen Faden, nehme mir den rein und ziehe jetzt hier die Schlaufe fest. So, und diese Bewegung mache ich sozusagen immer für die Anzahl der Schlaufen, so, die ich machen möchte. Ihr seht, das geht eigentlich ganz flott. Und dann habt ihr hier auch eine schöne Kante. Diese Maschen, die hier, die andere Seite wäre jetzt die andere Seite von meinem Pulli, die parke ich da mal ab. So, und jetzt, wenn ich diese Maschen abstricke, hier
habe ich jetzt auf der Rückseite, habe ich jetzt hier linke Maschen und die stricke ich ganz normal als linke Maschen ab. Ihr seht's. Die kann ich hier einfach als linke Maschen ganz normal abstricken. So, und da sind wir dann auch schon da, wo wir angefangen haben und hier, wo wir das Ganze quasi mit dem Pulli verbinden, und dann kann ich jetzt mein Stückchen von diesem Pulli ganz normal weiter stricken. Das wäre jetzt eben entweder Vorder- oder Rückenteil und da kann ich weiterarbeiten. Wenn ihr das zu einem Pulli macht, dann wollt ihr ja hier auch wieder die Maschen aus diesem Stückchen aufnehmen. Da. Und dafür, dass ich euch das zeige und dafür, dass ich euch zeige, wie diese Naht dann hier funktioniert, stricke ich jetzt einfach mal ein paar Reihen vor und dann zeige ich euch, wie man hier aus dieser Stelle die Maschen wieder aufnehmen kann. So, ich habe jetzt hier ein Stückchen hochgestrickt, ihr seht's, und wenn wir das falten, so, dann seht ihr, dann wäre das beispielsweise die Seite oder der Ärmel von einem Pulli. Und wenn wir jetzt hier die zweite Hälfte machen wollen, dann müssen wir wieder hier ran. Und dann müssen wir hier wieder starten, denn wir starten nicht hier, sondern wir haben ja hier eine Hinreihe gemacht. Und die müssen wir hier fertig machen. Das heißt, ich muss als erstes erstmal meine Maschen von der Nadel auf die Nadel bringen. Das mache ich, indem ich die einfach überhebe. So. Damit die Nadelspitze hier in der Mitte ist. So, und jetzt nehmen wir hier aus unseren Schlaufen Maschen auf. Und zwar fangen wir dabei hier an. So, und ihr seht, das ist hier, das ist meine Randmasche. Da muss ich einmal in die Randmasche rein. Die Randmasche ist auch das einzige, was ein bisschen fester ist. Die bohre ich mir das erste Mal so ein bisschen auf. Na, komm her. Meinen Faden festhalten. Hier. Und dann komme ich da auch rein. So, und jetzt seht ihr hier diese Bögen da. Ne, diese Bögen, die hier so quer rüber gehen. Und dort in diese Bögen will ich rein. Das heißt, hier ist mein erster Bogen. Da gehe ich drunter und hole mir meinen Faden. Dann ist hier mein zweiter Bogen. Da. Drunter, Faden holen, durchziehen und dann ist da meine Masche. Hier ist der nächste Bogen. Hier der nächste. Hier kommt mein nächster Bogen. Und so geht's weiter. So, das heißt, das ist immer dieser Bogen, der hier so quer drüber geht. Ja, also der liegt so ein bisschen, ihr seht's, wenn ihr die zusammenschiebt, ist das genau hier der Bogen. So, und da haben wir sie alle. Das sind jetzt alle Bögen von allen Maschen, die wir aufgenommen haben. So. So, und damit das, ne, wenn wir das jetzt hier zusammennehmen würden, dann wird es hier so ein ganz kleines Mini-Loch geben. Und damit es da kein Loch gibt und auch kein Knick, gucken wir uns das mal an. Hier, ihr seht, hier war die Masche und das hier, das ist die Masche, die da drunter liegt. Die nehmen wir uns hier auf die Nadel drauf und stricken sie einfach rechts mit der folgenden Masche zusammen. Und dann gibt das hier unten dann so ein kleines Kreuzchen, aber es gibt dadurch kein Löchlein. So, und jetzt kann ich hier wieder die restlichen Maschen
abstricken und kann damit quasi mein Rückenteil oder den anderen Teil von meinem Ärmel stricken. So. Und so geht's weiter. So. Das ist auch schon alles zum Aufschlingen. Das könnt ihr an ganz, ganz vielen Stellen verwenden. So könnt ihr generell auch Maschen anschlagen. Insgesamt, also für ganz normale Strickstücke. Und wenn ihr euch mal hier unseren Übergang betrachtet, dann ist der eigentlich auch so gut wie unsichtbar. Das sieht also aus, als hätten wir hier rundherum gestrickt. Der ist nahezu nicht sichtbar. So einfach ist das Ganze schon. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, empfehlt mich gerne weiter und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.